geil, oder? Guten Morgen, Freunde. Ich sage euch mal, wie es ist. Ein Tag, der so anfängt, hier morgens aufzustehen, während alle noch schlafen, Sonne geht gerade auf und dann das Palmometer hier von Sagisch zu sehen, wie es Windstille anzeigt, der kann schon nicht mehr schief gehen. Und damit herzlich willkommen auf meinem Kanal, auf dem wir zusammen surfen gehen. Ich nehme euch wieder mit, denn dieser Tag verspricht sich ein richtig guter zu werden. Die Bedingungen sind perfekt oder zumindest so gut, dass ich richtig Bock habe, mal weiter an meinem Ziel zu arbeiten, endlich gebarrelt zu werden, was ja noch in weiter Ferne liegt. Und ob das klappt, das finden wir jetzt zusammen raus. Das ist das erste Mal seit über einem Monat, dass jetzt hier an der Westküste Offshore-Wind ist. Das nutzen wir direkt aus und gehen eine Runde. Und wir sind. Keiner da, was geht? Das ist richtig gut. Ja, ich dachte auch. Endlich wieder Offshore. Alter, geil, oder? Da hinten läuft eine richtig schöne rechte und eine schöne linke. Bis zum Horizont die Lines. Ja. Eigentlich wollte ich das mitlängs nehmen, weil die Wellen nur 2 bis 4 Fuß bei 200 Kilojoule hatten, was jetzt nicht so groß und auch nicht so kräftig ist. Habe mich dann aber fürs Shortboard entschieden, weil wir von oben durch den Offshore-Wind kleine Tubes sehen konnten. Für die Session hatte ich mir dann direkt mal vorgenommen, das mal ganz bewusst zu üben, näher am Peak zu sitzen, vielleicht mal hinter einem Peak einen Takeoff zu machen, steilere Takeoffs zu stehen und es vielleicht sogar unter die Haube zu schaffen. Bei der nächsten Welle hatte ich jetzt direkt Glück, rauf, rein und drunter. Hier sieht man es jetzt nochmal in Zeitlupe. Das ist genau das, was ich hier üben wollte an dem Tag, das genau so zu timen, überhaupt erstmal in die Welle so reinzukommen, dass ich sie noch stehen kann, möglichst tief direkt bin, ein kleines Cover-Up abbekommen. Gut, die hat mich dann direkt runtergewaschen, die ist nicht offen geblieben. Aber diesen Moment genau abzupassen und abzutimen, dann nicht wie jetzt hier in dem Fall mit der Lippe einfach runtergezogen zu werden, da schnell genug zu sein, die Rail zu setten, direkt Geschwindigkeit zu machen, das ist das Ziel für heute. Jetzt mal an all diejenigen von euch, die selber auch surfen. Wie macht ihr das denn? Setzt ihr euch hin und wieder eine Intention, wo ihr dann sagt, zum Beispiel heute nur Frontside Top Turns, oder was macht ihr, um besser zu werden? Habt ihr vielleicht ein paar Tipps? Bin mal gespannt. Lasst es mal in den Kommentaren wissen. Der Swell war ein sterbender Swell, den wir hier gesurft sind. Das heißt, die Wellen wurden immer kleiner. Und deswegen habe ich mich entschieden, die Session zwar nicht abzubrechen, aber doch nochmal das Mitlängs zu holen. Also hoch zum Auto, Brett rein, neues Brett raus und wieder ab ins Wasser und zurück. Für die sich wechselnden Bedingungen war es tatsächlich genau die richtige Entscheidung, jetzt dann doch nochmal das Brett zu wechseln. Denn mit so Mitlängs, das fliegt einfach so schön über die Wellen, gleitet einfach so dahin. Ist ein ganz anderes Gefühl als auf dem Shortboard, eine ganz andere Art zu surfen, macht auch richtig, richtig Spaß. Jetzt aber erstmal genug geredet, rein ins Edit jetzt und genießt die Session.
in der Session echt jetzt hier eine Welle nach der anderen. Deswegen jetzt mal auch so als Tipp vom Line zum Line. Es lohnt sich so ein größeres Brett zu holen. Ich habe das erst relativ spät gemacht. Bin in die gleiche Falle reingelaufen wie die meisten, die wahrscheinlich anfangen zu surfen. Gerade wenn sie jünger sind und möglichst cool sein wollen, dann wird irgendwie immer damit assoziiert, ein möglichst kleines Brett surfen zu wollen. Ist aber eigentlich absoluter Quatsch, weil irgendwas mit ein bisschen mehr Volumen, gerade am Anfang, wenn man vielleicht selber noch nicht so gut ist, hat man viel mehr Spaß, kommt viel schneller voran, lernt viel schneller und kann dann auch mal auf kleinere Bretter gehen, die dann wendiger werden. Für mich war es ein Gamechanger tatsächlich auch nochmal so ein größeres Brett in den Quiver aufzunehmen und das ab und zu mal auszupacken. Es macht einfach erstens unfassbar viel Spaß und damit übt es sich auch tatsächlich ganz gut. Man kann seine Technik ein bisschen verfeinern. Es ist ja tatsächlich auch so ein kleines Brett, also wenn man viele Fehler macht, verstärken kleine Bretter die Fehler, während große Bretter die ein bisschen verzeihen und ich sag mal, das Gezappel, was ich von mir auch kenne, so ein bisschen dämpfen und abmildern. Das heißt, man hat auch ein bisschen mehr Zeit, sich zu konzentrieren, bewusst Turns zu fahren. Man muss tatsächlich ja auch den Körper so ein bisschen bewusster bewegen, die Technik besser anwenden, damit man so ein großes Brett geturnt bekommt. Es hilft einem einfach ungemein, also von mir ganz klar der Tipp, holt euch ein bisschen größere Bretter, gerade wenn ihr anfangt. Und das war die Session für heute. Ich habe mich direkt ins Auto verzogen, weil der Offshore-Wind so stark zugenommen hat. Aber war richtig schön, denn es gab hier seit über einem Monat keinen Offshore-Wind mehr. Es war die ganze Zeit stark onshore. Der Nortada, das ist der Wind, der aus dem Norden Richtung Süden einfach durchpfeift. Ich glaube, von einem Passatwind kommt das, aber wenn ihr es besser wisst, schreibt es mal in die Kommentare. Das ist der erste Surf, der ein bisschen schöner und angenehmer und clean war und mit Offshore-Wind und macht die Wellen einfach schön glatt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert den Kanal, das nicht vergessen, dann seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir wieder losziehen. Bis dahin freue ich mich auf euch, macht's gut, bis bald.